Eis selber zu Hause zu machen ist wirklich sehr, sehr einfach. Alles, was ihr benötigt, sind einfach nur gefrorene Bananen, wie ich sie hier zum Beispiel habe. Und damit habt ihr schon die Basis für so viele verschiedene Eiscremesorten, die ihr machen könnt, wie zum Beispiel Schokoladeneiscreme, Blaubeereiscreme. Heute zeige ich euch wirklich nur eine Sorte von so vielen anderen Optionen, die ihr habt. Was wir für dieses Rezept benötigen, sind 100 Gramm schwarze Sesamsamen, 400 Gramm gefrorene Bananen, 60 Gramm Kokosnusssahne, ein halber Teelöffel Vanilleextrakt, 2 Esslöffel Tahini. Und ich habe hier noch extra schwarze Sesamsamen und rote Beetepuder und ein paar Früchte. Das sind hier Lemon Drop Mangostin, die passen ganz gut. Oder ihr könnt auch Granatapfel hernehmen. Also alles, was wir benötigen, ist ein Mixer. Und das erste, was wir machen, ist, wir pulverisieren die Sesamsamen. So, jetzt haben wir die pulverisierte Version von den Sesamsamen. Und als nächstes geben wir die gefrorenen Bananen hinein. Die Konsistenz sollte wirklich sehr, sehr cremig sein, so wie hier. Jetzt können wir alle weiteren Zutaten hinzugeben, wie zum Beispiel Kokosnusssahne, Vanilleextrakt und Tahini. Jetzt das Ganze nochmal komplett zusammenmischen. Das Ganze sieht dann so aus, super lecker. Für mehr Ideen könnt ihr auf meiner Webseite maricelsvegancrush.com weitere Rezepte finden und für mehr Inspiration besucht mich einfach auf Instagram oder Facebook. Hallo alle zusammen, ich bin's Maricel von Vegan Crush aus Bangkok und ich werde euch heute zeigen, wie man ganz einfach mit nur wenigen Zutaten eine Walnuss-Karamell-Praline zusammenstellt. Diese Praline ist ideal, ihr macht das nur einmal und es hält euch für den Rest des Monats.